Urban Explorer Jared Cooker ist in Wichita, Kansas unterwegs. Seit 2020 erkundet er verlassene Orte in den USA und dokumentiert sie auf seinem YouTube-Kanal. An diesem Tag kehrt er an einem Ort zurück, der für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat. Eine gigantische, verlassene Tierfutterfabrik. Das ist einer der beeindruckendsten verlassenen Orte, die ich je gesehen habe. Er beginnt wie gewohnt mit seiner Erkundung. Alte Maschinen, riesige Tanks, verkohlte Trakte. Die Hallen wirken wie eingefroren in der Zeit. Es scheint, als sei seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Jared nimmt sich Zeit, um alles zu dokumentieren, bis ihm ein Detail ins Auge springt. Da steht ein Auto. Direkt dort. Ich denke, das sollte eigentlich kein großes Problem für mich sein, denn ich werde den gleichen Weg außen herum nehmen, wie beim Reinkommen. Also, oh, Sie steigen aus, Sie kommen durchs Tor. Der Wagen fährt langsam hinein. Jared ist klar, der Unbekannte betritt gezielt das Gelände. Er kommt hier wirklich rein. Er öffnet das zweite Tor. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Jared bleibt ruhig, aber wachsam. Er beobachtet aus sicherer Entfernung, wie der Wagen in der Fabrik verschwindet. Er wird sich aus meinem Blickfeld entfernen. Das macht es umso unheimlicher. Kurz darauf hört Jared ein Geräusch. Jemand ist ganz in der Nähe. Oh Gott. Da draußen ist jemand. Dann sieht Jared den Mann. In der Hand ein metallischer Gegenstand. Er kann nicht erkennen, was es ist. Er versucht, sich zurückzuziehen. Doch dann hört er plötzlich einen lauten Knall. Was soll ich jetzt machen? Oh mein Gott. War das ein Schuss? Hm? Ich denke, genau das war es. Er hatte auch etwas in der Hand. Na, es muss eine Waffe gewesen sein. Jared versucht, einen Fluchtweg zu finden. Doch das Gelände ist riesig. Ein Labyrinth aus Hallen und Rampen. Der Unbekannte könnte überall sein. Jeder Schritt könnte der falsche sein. Jared trifft eine Entscheidung. Er rennt. Das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, wo er ist. Ich habe mehrere verschiedene Möglichkeiten, hier rauszukommen. Aber ich weiß nicht, auf welcher Seite er ist, also weiß ich nicht, welche Seiten ich meiden soll. Er schafft es bis zum Außenbereich. Doch dann steht der Mann plötzlich direkt vor ihm. In der Hand eine Waffe. Jared bleibt wie erstarrt stehen. Huch, huch, oh. Oh. Wer ist noch bei dir? Oh, ich bin's ja nur. Das hätte mich fast zu Tode erschreckt, okay. Okay, geh jetzt sofort dorthin. Was? Setz dich. Der Mann wirkt ruhig, fast gelassen. Doch die Situation ist brandgefährlich. Ohne zu zögern befiehlt er Jared, sich selbst Handschellen anzulegen. Als Jared zögert, macht er klar. Entweder er tut es selbst oder der Mann übernimmt das. Worauf schießt du? Schießen. Ich sehe Leute. Ich schieße auf sie. Wenn sie rennen, schieße ich. Der Mann befiehlt Jared, mit ihm zum Auto zu gehen. In der Hand eine geladene Schrotflinte. Jared bleibt äußerlich ruhig, aber innerlich ist er in höchster Alarmbereitschaft. Am Wagen angekommen, muss er seine Kamera mit seinem Rucksack in den Kofferraum legen, neben die Waffe. Dann steigen beide ein. Der Mann fährt Jared zum Haupteingang der Fabrik. Gemeinsam warten sie dort über eine Stunde auf die Polizei. Die Minuten verstreichen. Der Mann redet viel über Eindringlinge, über Gewalt, über seine Bereitschaft zu schießen. Jared sagt wenig, beobachtet alles, merkt sich jedes Detail. Noch immer weiß er nicht, wer dieser Mann ist. Später wird er erfahren, sein Name ist Ken Thomas. Dann geschieht das Unfassbare. 2 weitere Jugendliche nähern sich dem Gelände. Thomas sagt direkt vor den Augen der Polizei, er werde auf jeden schießen, der das Gelände betritt. Wenig später hörte Jared im Autoradio eine Meldung. Es hatte tatsächlich einen bewaffneten Zwischenfall gegeben. Genau dort, wo er eben noch war. Ken Thomas hatte 6 Schüsse mit einer Schrotflinte abgegeben.
2 Teenager, 17 und 19 Jahre alt, wurden am Bein, Arm und Gesäß verletzt. Die Polizei nahm Thomas noch vor Ort fest. Im anschließenden Gerichtsprozess wurde Ken Thomas im Juli 2023 wegen zweifacher schwerer Körperverletzung verurteilt. Er hatte sich auf Notwehr berufen, doch das Gericht sah das anders. Das Urteil: 2 Jahre auf Bewährung mit einer zugrunde liegenden Haftstrafe bei Verstoß. Jared kam mit einer Verwarnung davon. Doch das Gefühl der Ungerechtigkeit bleibt und die Erinnerung an eine Begegnung, die auch tödlich hätte enden können. Urban Explorer Mo Sagi und sein Team reisen in die Mojave-Wüste. Ihr Ziel: eine verlassene Mine, abgeschieden, weit entfernt von der nächsten Stadt. Die Gegend gilt als gefährlich, nicht nur wegen Klapperschlangen, Höhleneinstürzen oder der Kälte bei Nacht, sondern auch, weil sich hier immer wieder Menschen verstecken sollen, die nicht gefunden werden wollen. Willkommen zu einem neuen Video. Falls du es nicht wissen solltest, ich reise zu den coolsten verlassenen Orten auf der Welt. Die Sonne geht unter. Mo will die letzten Minuten Tageslicht nutzen, um die Umgebung mit seiner Drohne zu erkunden. Auf einem abgelegenen Hügel entdeckt er etwas, das aussieht wie ein Höhleneingang, und er beschließt, dorthin zu gehen, bevor es dunkel wird. Ich habe gerade schon wieder jemanden schreien hören. Leute, das ist echt verrückt. Ich guck nur mal, ob hier nicht irgendwelche Klapperschlangen rumliegen. Als Mo endlich ankommt, findet er einen engen Zugang. Innen ist es dunkel, aber erstaunlich warm. Und dann entdeckt er etwas. Überall auf dem Boden liegen frische Exkremente. Mo wird klar, in dieser Höhle lebt etwas. Vielleicht ein Berglöwe, vielleicht etwas anderes. Er hört ein tiefes Grollen aus dem Inneren. Ohne Waffe, ohne Schutz dreht er um und flieht zurück zum Minengelände. Zurück am Hauptgebäude trifft Mo auf seinen Freund Angelo, doch der ist sichtlich aufgebracht. Während Mo weg war, hat jemand Steine auf ihn geworfen. Jemand hat Dinge nach dir geworfen? Jemand hat Dinge nach dir geworfen? Die beiden versuchen, die Quelle zu lokalisieren, doch niemand ist zu sehen. Die Stimmung kippt, es ist dunkel geworden. Immer wieder hören sie Geräusche, Klopfen, Schritte, Steine, die irgendwo auftreffen. Dann entdecken sie in der Ferne eine Gestalt. Ein Mann. Niemand weiß, wer er ist. Wer ist das? Der Unbekannte verschwindet in einem Lagerhaus. Mo folgt ihm. Hello? Dort, zwischen Fässern und Schutt, findet er einen Koffer. Er schießt. Er hat auf mich geschossen. Mo flieht aus dem Gebäude, rennt zum Auto, wo seine Freunde schon warten. In Panik erklärt er, dass jemand auf ihn geschossen hat, mit echter Munition. Er hat den Koffer immer noch bei sich. Doch was darin ist, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Sie rasen davon, weg von der Mine, weg vom Angreifer. Erst in sicherer Entfernung öffnen sie den Koffer und finden etwas Unglaubliches. Kleidung, die exakt der des Schützen entspricht. Daneben ein Zettel, eine Art Geständnis. Das Dokument ist eine handgeschriebene Beichte. Der Verfasser nennt sich Victor Blackwood. Er gesteht darin einen Mord, begangen an einem Mann namens Mr. Harrison. Laut dem Brief wollte er sich für die ungerechte Inhaftierung seines Bruders rächen. Der Mord war geplant. Victor hatte die Bremsleitungen manipuliert und ließ es wie einen Unfall aussehen. Neben dem Brief eine Gartenschaufel, ein Strick und Schrotpatronen. Alles deutet darauf hin, dass Mo und seine Freunde auf einen flüchtigen Verbrecher gestoßen sind, der irgendwo dort draußen in der Wüste lebt. War der Schuss auf Mo ein Versuch, seine Spuren zu verwischen? Wollte Victor nur seine Sachen zurück oder verhindern, dass jemand seine Vergangenheit entdeckt? Sicher ist nur eins: Wer auch immer in dieser Mine lebt, ist gefährlich. Für Mo Sagi endete das Abenteuer mit einem Schock, aber ohne Verletzungen. Die Beweise bleiben bei ihm und mit ihnen die Erkenntnis: Nicht jeder Lost Place ist wirklich verlassen und manchmal sind die Geschichten, die man vor Ort entdeckt, viel realer als jede Legende.
Der britische Urban Explorer Yusuf Ahmadi betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem er sich auf verlassene und angeblich verfluchte Orte spezialisiert hat. Im Sommer 2016 betritt er mit einem Freund ein altes, aufgegebenes Schulgebäude irgendwo in den USA, mitten in der Nacht. Was als gewöhnliche Erkundung beginnt, entwickelt sich zu einem echten Albtraum. Okay Leute, ich gehe jetzt rein. Das Gebäude wirkt von außen unscheinbar, fast klein. Doch schon beim Betreten fällt auf, hier ist etwas anders. Türen sind aufgebrochen. In den verlassenen Klassenzimmern liegen alte Instrumente und kaputte Projektoren. Es sieht aus, als sei die Zeit in den 1970er Jahren stehen geblieben. Das ist wahrscheinlich der gruseligste Flur, den ich je gesehen habe. Er scheint endlos zu sein. Während der Erkundung fallen immer mehr ungewöhnliche Details auf. Überall klebt rotes Klebeband an den Wänden und keiner weiß warum. In einem der Räume entdeckt Yusuf plötzlich ein Geschoss auf dem Boden. Es sieht aus wie eine echte Kugel. Das sieht aus wie eine... Ja, das ist in der Tat eine Kugel. Ach du meine Güte, das ist eine Kugel. 5.56 1K11. What does that mean? Die Funde nehmen kein Ende. Neben den Hülsen entdecken sie ein deformiertes Geschoss, vermutlich von einer Schrotflinte. Die Spitze ist rot. Kann das Blut sein? Je tiefer sie ins Gebäude vordringen, desto beunruhigender werden die Funde. Leute, bitte sagt mir, dass das hier nicht auch eine Kugel ist. Und dann ein metallisches Geräusch, ganz in der Nähe. Es klingt, als würde jemand ein Rohr über den Boden ziehen. Sie glauben, allein zu sein, doch dann hören sie Schritte. Hello? Das ist doch nur ein Explorer, richtig? Hello? Bist du ein Explorer? Hello? Als Yusuf nachfragt, bleibt der Mann stumm. Actually, don't go anymore. Sie fliehen panisch. Ohne zu wissen, ob der Mann erneut schießen wird, rennen sie durch die Flure zurück zum Ausgang. Glücklicherweise scheint der Unbekannte keine weitere Verfolgung aufzunehmen. Doch wer war der Mann? War er ein Obdachloser, ein wütender Anwohner oder doch jemand, der das Gebäude als sein Revier betrachtet? Die Antwort bleibt offen. Für Yusuf endet die Erkundung glimpflich. Doch die gefundenen Kugeln, das Verhalten des Mannes und der Schuss lassen keinen Zweifel. Diese Schule ist nicht nur verlassen, sie ist gefährlich und vielleicht nicht so leer, wie es scheint.